Das Video ist jetzt extra für alle BMW F31 und F30 Fahrer. Für alle, die ein Standard-Soundsystem integriert haben und sagen, das gefällt mir nicht wirklich. Lasst uns bitte was anderes reinmachen. Wir haben euch ein richtig cooles Set, wo man mit überschaubarem Aufwand installieren kann und sogar noch mit Bluetooth Audio Streaming ergänzen kann. In unserem Fall haben wir als Basisvariante die BMW DSP-Anlage gewählt. Und da haben wir, wie es der Name schon sagt, einen Verstärker drin, der einen digitalen Soundprozessor dabei hat, wo bereits alle Soundeinstellungen für diesen BMW mit dieser Lautsprecherkonfiguration vom Hersteller schon fertig programmiert ist. Alle Frequenzen, alle Equalizer einstellen, Laufzeitkorrektur, wo man vielleicht echt ein bisschen Bammel hat, mache ich das richtig, mache ich es nicht richtig, alles schon erledigt. Wir bauen es ein und es ist perfekt eingestellt. Und jetzt könnte man sagen, okay, für 1099, was diese DSP-Anlage kostet, möchte ich vielleicht doch nicht so viel ausgeben. Ich möchte mir 200 € sparen, dann nehme ich das BMW GT. Wir haben sozusagen die gleiche Ausstattung, die gleichen Lautsprecher, die gleiche, Endstufe ist es nicht ganz, aber von der Leistung her ist es genau die gleiche Endstufe, hat nur keinen digitalen Soundprozessor drin. Und wer da drauf sagt, klanglich kann ich vielleicht ein bisschen Einbußen machen, aber ich mag die ganze Power spüren und so weiter, das ist alles in diesem System schon drin. Oder wer sagt, nee, pass mal auf, ich gebe nochmal 200 € mehr aus. Dann haben wir das BMW DSP Extreme, weil da haben wir jetzt noch neue, größere Under-Seat-Woofer mit drin, die also nur mehr Power ab können, die auch eine andere Impedanz haben und somit aus der gleichen Endstufe noch mehr Leistung rausziehen und natürlich auch mehr Bass machen. Weil sie mehr Bass machen, ist auch noch viel mehr Dämmmaterial mit dabei, wo man die ganze Bassgehäuseeinrichtung von BMW besser dämmen kann. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber rentiert sich bestimmt auch nochmal oben rauf, wer viel Bass haben mag. Soweit zu unseren 3 Varianten. Wir bauen die mittlere Variante jetzt ein und was da alles drin ist genau, das erzähle ich euch jetzt. Jeder, der jetzt sagt, voll geil, das baue ich selber ein, sollte sich zumindest im Klaren sein, dass er ein normales Standardwerkzeug daheim haben sollte. Schraubenzieher, groß, klein, Kreuzschlitzschraubenzieher, 20er, 25er Torx, eine 10er Nuss, ein Hammer, ein Meißel, egal, die Standardvarianten. Das Einzige, wo ihr vielleicht noch nicht dran denkt, wenn ihr den Sitz rausmacht, braucht ihr einen 50er Torx, also den braucht ihr, um an den Under-Seat-Woofer zu kommen. Den solltet ihr euch vorher auf jeden Fall noch besorgen, ansonsten kommt ihr echt mit einem normalen Standardwerkzeug aus. Unser F31 ist jetzt ausgestattet mit dem Standard-HiFi-System. Kann das überhaupt schon HiFi-System heißen? Also auf jeden Fall Standard-Lautsprecher, kein HiFi-System. Und genau über dieses Fahrzeug handelt auch dieses ganze Video. Wer ein Fahrzeug hat mit HiFi-System drin, dafür gibt es auch Lösungen. Dafür werden wir auch noch ein Video machen für dieses Soundsystem. Da gibt es andere Kabelkits dafür, aber es ist alles relativ ähnlich, simpel zu machen. Aber wie gesagt, dieses Auto, dieser Umbau, dieses Video, HiFi-Standardsystem. In diesem Video findet ihr im Videobeschreibungstext auch noch einen Link zu einem anderen Video, wo wir dieses Fahrzeug speziell im Thema Cockpitaufbau, Multimedia-Einheit und wie klingt eigentlich dieses Fahrzeug mit der Standard-Soundanlage bereits verfilmt haben. Jeden, den das interessiert und sich eine Basis zu dem Fahrzeug erstmal schaffen mag, kann auch da erstmal reingucken und dann wieder zu diesem Video zurückkommen. Ganz zu Anfang möchte ich euch mal grundsätzlich vorstellen, was wir in dem Fahrzeug alles gemacht haben. Wir haben am eigentlichen Autoradio gar nichts gemacht. Ja? Wir haben einmal ausgewechselt die Hochtöner, da wo vorher keine waren, haben wir jetzt die neue Blende drin von BMW, haben neue Hochtöner installiert. Wir haben neue Mitteltöner hier drin, die auch nochmal zusätzlich gedämmt. Und unterm Sitz haben wir die Under-Seat-Chassis aus diesem sozusagen 3-Wege-System fürs Frontsystem installiert. Und wir haben auch nur die Kabelverlegung ab hier bis nach hinten gemacht. Wir haben sozusagen am Radio überhaupt gar nichts verkabelt, nichts verändert und haben dann hinten eine neue Endstufe installiert. Und zwar von Gladen die Mosconi One 130.4 DSP. Die hat jetzt ihren Platz da gefunden, wo normalerweise auch das BMW HiFi-System seinen Verstärker integriert. Aber da haben wir jetzt eine Montageplatte integriert, um unsere Endstufe zu installieren. Das war's schon. Wir haben jetzt hier an der Stelle gar nicht mehr gemacht. Für alle, die
Ihren BMW um Audio-Streaming erweitern möchten, gibt es über diese Endstufe die Möglichkeit, ein Gladen-Bluetooth-Modul nachträglich zu installieren, so dass man auch Musik vom Handy über die Endstufe streamen kann, und zwar in High-Resolution-Auflösung, so dass man wirklich auch die Qualität der neuen Anlage voll ausreizen kann, und das ohne Beeinträchtigung der normalen Bluetooth-Telefonie vom Fahrzeug. Lasst euch überraschen, das gibt es optional noch mit dazu, haben wir jetzt auch in diesem Fahrzeug noch nicht installiert, aber nur als Hinweis für alle, die eben kein Audio-Streaming in ihrem BMW drin haben. Unser Kunde hat sich im Hinterköpfchen lassen, eventuell einen Subwoofer später trotzdem mal nachzurüsten, auch wenn das Frontsystem jetzt schon richtig geil spielt. Es gibt ja hier die Möglichkeit, im Kofferraum auch unsichtbar Subwoofer zu ergänzen, wie auch immer das dann ausschauen mag, oder einen kleinen Woofer hier reinzustellen. Die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall, über den Soundprozessor ebenso diesen Subwoofer mit zu konfigurieren und spielen zu lassen mit einer neuen externen Endstufe. Und dafür hat der Kunde bei uns in seinem Fall noch das RC Mini mit installiert bekommen, um später auch hierauf direkten Einfluss auf den Subwoofer zu nehmen oder auch sogar seine eigenen Presets von der DSP-Endstufe abzurufen und von hier aus eben verschiedene Soundeinstellungen wie gewünscht zu wählen. Fangen wir mit den Türen an. Wir machen jetzt neue Mitteltöner rein und tauschen auch die Blende aus, damit wir unseren neuen Hochtöner hier reinbauen können. Dazu fährt man mit so einem Kunststoffspatel hier unten rein, ja, und kann jetzt Stück für Stück das hier entklippen und hat es dann irgendwann bestenfalls in der Hand. So, darunter verbergen sich jetzt zwei Schrauben. Einmal hier, was ist denn das? 25er Torx. Und da unten ist nochmal eine. Rest ringsrum ist nur geklippt, das heißt, ihr könnt irgendwo reinfahren mit so einem Spatel und könnt eben dann die Clips, man hört es ja schon, ringsrum lösen. So, schon alles weg. Und jetzt kommt Trick 17. Das muss nicht nach oben rausgezogen werden, sondern jetzt einfach zu mir her. Und dann habe ich die ganze Türverkleidung schon in der Hand und muss meine Verkleidungsteile oder meine entsprechenden Verkabelungen wegmachen. So, da können wir das hier lösen. Das können wir nachher vielleicht wieder hinmachen. So, und jetzt haben wir noch da unten drin unseren Block mit unseren Hebeln für die Teile. So, und jetzt gibt es hier auch einen Trick. Da kann man jetzt von hier hinten entsprechend reinfahren und das nach oben rauslupfen. Und dann kommt der hier raus. So, Ende. Und dann kann man das hier entsprechend abstecken. Und jetzt kann man auch die letzte Steckverbindung wegmachen. Also da unten haben wir nochmal eine. Und das hier auch mal auf die Seite. Da ist was ran geklippt, das können wir aber auch wegmachen. Da ist noch so ein Kunststoff drunter. Brauchen wir den gar nicht mehr. So, und jetzt haben wir die Türverkleidung in der Hand. Und jetzt sehen wir schon, der Mitteltöner ist hier direkt in die Türverkleidung reingeschraubt. Es gibt auch durchaus Varianten, wo der Mitteltöner an der Türverkleidung mit angeschraubt wird. Beide Varianten können wir mit unserem System abdecken, gar kein Problem. Man muss nur schauen, wo das Ding halt verschraubt ist. Und da haben wir jetzt einen 20er Torx und den machen wir jetzt auch raus. Jawohl. So, einmal dreimal schrauben, Lautsprecher weg, abstecken. So, damit haben wir unseren kleinen Quaker, der wird jetzt ausgetauscht. Und jetzt machen wir gleich hier weiter. Wir haben ja ein bisschen Dämmung mit dabei. Den Mitteltöner tun wir wenigstens so gut wie möglich mitdämmen. Dazu machen wir das hier ein bisschen weg. Das ist nur diese wasserabweisende Folie, die machen wir danach auch wieder dran. So, damit kommen wir hier jetzt eigentlich an alles relativ gut ran. Und jetzt dämmen wir auch mal gleich ein bisschen das Außenblech. Da ist nämlich
so gut wie nichts drauf. Das können wir mal einen kleinen Lappen drauf machen und nehmen jetzt mal erst die Türdämmung vor, dann kommt unser Lautsprecher rein, aber jetzt eins nach dem anderen. Fürs Außenblech nehmen wir uns etwa ein Viertel von der halben Platte, also die halbe Platte. Deswegen wollen wir natürlich die andere Hälfte auf der anderen Türverkleidung montieren. So. Und den können wir jetzt den Teil mal da unten reinziehen. Da kommen wir nämlich jetzt ganz gut hin. Wir machen damit mal das Außenblech. So, zwischendurch müssen wir uns jetzt auch die Frage stellen, wir haben ja noch die Weiche. Die Weiche wird einmal noch an den eigentlichen Zugang vom Fahrzeug, also das ist unser Sound für Mitteltöner und Hochtöner jetzt, kommt hier rein und splittet sich entsprechend auf Mitteltöner und Hochtöner. Das machen wir jetzt auch gleich noch weg, aber wir machen die Frequenzweiche, müssen wir jetzt irgendwo definieren und wo wir sie hinmachen. Und da habe ich jetzt schon geschaut, es gibt die Möglichkeit hier unten, naja, man sieht es jetzt schlecht, aber man muss es pro Fahrzeug natürlich auch ausprobieren. Wer exakt das gleiche Fahrzeug hat, kann sich natürlich auf das verlassen, was ich hier mache. Aber da unten drinne, hier, haben wir tatsächlich Luft, wenn wir jetzt was machen. Und das machen wir jetzt so, wie ich das hier vormache. Ein Stück. Das ist wahrscheinlich zu groß, wir müssen es kleiner machen. So. So. Wir bauen uns jetzt eine kleine Kuhle. Dazu brauchen wir das erstmal nicht mehr. Wir machen hier, legen das mal an. So. Und jetzt bauen wir uns einen Hohlraum, den es gerade eben so in der Form noch nicht gab. Und jetzt haben wir hier drinne einen Hohlraum. Und zwar einen wasserfesten Hohlraum, wo wir unsere Frequenzweiche jetzt unterbringen können und wo sie nicht stört. Und da packen wir die jetzt rein und können sie eigentlich auch gleich anschließen. Einmal der Zugang für die Frequenzweiche. Dann machen wir auch gleich die Kabel entsprechend kürzer. Jetzt habe ich eins vergessen. Wir müssen ja noch ein Kabel auch hier reinlegen zum Tieftöner. Das können wir hier durchziehen. Achtung, bitte hier natürlich zwischen dem Raum, wo die Scheibe nachher hochfährt, an der Schiene und hier dem Innenblech. Also bitte hier das Kabel verlegen. So, das können wir wieder zumachen hier. Das Kabel ist lang genug. So, und jetzt machen wir das ein bisschen schöner zusammen. So, das Kabel muss noch hoch zum Hochtöner. So, einmal. So was. Und jetzt können wir wieder mit dem Dämmmaterial hier ansetzen und das Ganze nochmal drunter fixieren. Machen wir das noch ein bisschen hübscher hier hoch. So, lassen wir das mal so hängen. Den können wir auch noch fixieren. Da lappert nichts rum. So, wunderbar. Die machen wir auch noch zusammen. Schaut das richtig schick aus. So, und das restliche Dämmmaterial, das bringen wir jetzt noch hier rum an, aber dazu können wir jetzt auch den den Mitteltöner erstmal installieren. Damit das Kabel hier hinten nicht nur irgendwie rumlappert, machen wir hier auch einen kleinen fetzen Dämmstoff. Dämmstoff kann man an für sich gar nicht genug dran bringen. Von hinten noch dran, damit das Kabel fixiert ist.
oder besser fixiert ist. So, damit der Tieftöner auch wieder richtig schön fest und dicht dran ist, haben wir natürlich unser Bitumenband. Das können wir schön außen rumlegen. Hier. Das dichtet schön ab, alles vibrationsfrei. Das Kabel mit der Markierung hier ist unser Plus und wird auch hier bei Plus, hier Plus angeschraubt. Minus natürlich auch. Oh Mann. Okay. Bitumenband dran, Kabel dran, alles hier rein und entsprechend der Vorrichtung wieder anschrauben. Unsere restlichen Bitumen-Dämmmatten können wir natürlich jetzt auch mit aufbringen und dazu können wir hier das einfach mal schön drüber kleben um das Ganze. So, und jetzt fangen wir natürlich auch an, das hier wegzunehmen. Die Schraublöcher müssen natürlich alle frei bleiben. So. Und jetzt machen wir mal eine Markierung für den Lautsprecher, dass wir genau sehen, wo der ist. Und jetzt können wir den auch ausschneiden. Dazu braucht man nur das Material anritzen und nicht durchschneiden. Dann habe ich schon nicht die Gefahr, dass ich den Lautsprecher eventuell verletze. Dann wunderbar. Und jetzt können wir den schön ringsrum dämmen. Da können wir noch drüber. Im Set mit dabei ist nochmal eine Akustikdämmmatte, die wir jetzt auch rings um den Lautsprecher dran anbringen, damit die ganze Akustik, die hier vielleicht entsteht, die nicht direkt nach außen kommt zu mir, einfach innen drin absorbiert wird. Das können wir jetzt auch noch hier mit anbringen, müssen wir entsprechend die Teile auch noch ausschneiden. Und da bleiben wir jetzt aber auch außerhalb dieses Bereichs. Das heißt, ich kann jetzt meine alte Wasserschutzfolie wieder anbringen. So, die alten Knete hier rein. So, das schaut doch gut aus. So, jetzt müssen wir unseren Mitteltöner natürlich wieder ausschneiden, damit der auch wieder durchatmen kann. Und da ritze ich jetzt nur ringsrum mal so überall ein und schau, wo der ist. Also weiter außen als drinnen. So, und jetzt sehe ich ja, wo ist mein Kreis und den schneiden wir jetzt aus. So schaut es aus. Und jetzt, halt, Moment, eins müssen wir noch machen. Hier oben, das muss auch noch weg. Das können wir mit Schere wegschneiden. So, und zwar das und das. So, das brauchen wir nachher noch. Und jetzt haben wir ringsrum Akustikvlies. Gut. Wir wollen ja jetzt die Hochtönerverkleidung hier wegmachen. Dazu müssen wir aber das Fenster runterlassen. Hätten wir gleich am Anfang machen können, aber jetzt habe ich nochmal das Modul angesteckt, dann die Zündung angemacht. Jetzt können wir kurz runterfahren.
So, Zündung wieder aus, alles abstecken. So, und jetzt kommen wir dazu, den Hochtöner wegzumachen. Eigentlich nichts leichter als das. Der ist nämlich hier wirklich nur gesteckt und so drüber gestülpt. Ja, das geht ganz einfach weg, wenn einmal der Anfang gefunden ist. Da unten genauso. Nur rausziehen. So, und jetzt können wir den hier wegnehmen. Das war die alte Verkleidung und wie wir die neu wieder drauf machen, ist ein bisschen trickier, aber alles halb so wild. Das ist unsere neue Verkleidung, jetzt mit Hochtöner-Einsatz, wo wir jetzt erstmal den Hochtöner auch reinmachen. Der Hochtöner ist dafür vorgesehen, dass man den nur hier reinklippt. Man kann den reinklippen, aber damit er wirklich gut und sauber hält, kann ich noch empfehlen, hier eine ganz klitzekleine Schicht Bitumenband noch mit anzubringen, um den Hochtöner drumherum. Also wirklich ganz winzig. So. So. Das weg aus der Membranfläche raus. So, und jetzt können wir den hier mit anbringen und den da reinmachen. So, klick. Und jetzt hat der auch überall eingerastet, ist ringsrum dicht. So kann man das Ding auf jeden Fall mal wieder montieren. Zur Vervollständigung der Dämmung gehört das schwarze Kunststoffteil, ist übrigens auch im Lieferumfang von der neuen Blende mit dabei, wenn sie nicht sowieso grundsätzlich in der alten auch drin ist. Und jetzt können wir anfangen, da oben im Eck das Ganze wieder einzuführen. Hier, das ist das erste Eck, wo wir es reinbringen. So, die Spitze muss jetzt hier reingeführt werden und immer weiter nach oben gearbeitet werden. Und so, und hier rein ins Eck. Also wichtig ist genau an der Stelle, dass das Kunststoff unter der Gummilippe drin ist. Und jetzt können wir uns hier langsam vorarbeiten und auch da nach unten wieder arbeiten. So, unten bin ich schon drin. Schau, alles gut. Immer schauen, dass die Gummis hier schön auf der Seite sind. So, und jetzt arbeiten wir uns immer weiter vor. Man hört das auch, wie das schön einrastet. Immer sauber und langsam drum rumstülpen. So. Hier auch zwischen die Gummis rein. So, und jetzt haben wir da unten noch eine Führung, die jetzt genau hier reinpasst. Bam, das war's. Hier ist die Vorbereitung schon so getroffen, dass ich nur noch richtig zusammenstecken kann. Also auf den mit dem Markierten einmal durchgehend und so. Und das könnte man jetzt eigentlich auch noch schöner zusammenbinden mit Isolierband. So, das Ganze natürlich wieder rückwärts. Einmal den Fensterheberstecker mit rein. Wir haben unsere Interieurbeleuchtung zum Anstecken. Dann haben wir da unten noch die Bodenbeleuchtung. Klick. Das können wir alles wieder hier fixieren. Und natürlich unseren Türöffner. Da müssen wir aufpassen. Im geschlossenen Zustand die Mechanik einriegeln lassen. So, und das war's. Und jetzt können wir anfangen, hier unseren Türöffner einzuführen. Dann setzen wir da hinten an. So, da merkt man schon, die sind schon alle in der Führung. Das war's schon. Und jetzt die ganzen Clips außenrum schauen, dass die alle passen. Aha. Ist da was weggegangen? Gut, soweit so gut. Fensterheber, Mechanik dran. So, nach hinten einführen.
und nach vorne runterdrücken. So, das war's. Und natürlich das Verkleidungsteil. Nö, Quatsch. Zweimal schrauben. Das muss doch da oben rein. Und der gehört da oben. Was kommt jetzt da zuerst? Alles auf einmal. So, das war's. Genau. Jetzt geht's unter den Sitz zu den Subwoofern. Dazu müssen wir den Sitz jetzt auch erstmal losschrauben. Und wir können auch die Seitenverkleidungsteile gleich wegmachen, also die Schwellerverkleidung, damit wir nachher mit dem Kabel schön unterm Teppich durchfahren können. Dazu machen wir jetzt erstmal den Sitz ganz nach hinten. So, dass wir da an unsere 50er Torx gut rankommen. Dann können wir auch gleich die Schwellerverkleidung wegmachen. Unten rein. So. Und jetzt haben wir es geschafft, alle Pins drinnen zu lassen. So, die sind aber ansonsten leicht nachträglich rauszumachen. Nicht so wie die uralten BMW-Teile, die so richtig reingepicht waren. So. Und nachher wieder verwenden, natürlich. Sitz ganz nach vorne tun. Dann die hinteren 2 Schrauben lösen. So, Sitz ganz weggeschraubt. So, dann machen wir den Sitz hier noch raus. Wie bei BMW einfach, wie immer einfach. Rein theoretisch können wir den Sitz auch gleich so liegen lassen, weil wir müssen nur das Kabel hier an der Seite vorbeiführen. Und jetzt können wir auch die Verkleidung gleich wegmachen. So, vorsichtig raus. Dann können wir den hier wegmachen. So, hier sind auch noch alle sauber drin. Die B-Holm-Verkleidung müssen wir jetzt auch noch zumindest mal abklicken. Dann nehmen wir hier den Gummi auf die Seite und können jetzt von hier hinten ein bisschen Druck ausüben. So, auf der Seite haben wir schon weg, wow, da staubt's raus. So, dann können wir nämlich hier nachher unten drunter gleich die Kabel sauber verlegen. Das machen wir jetzt gleich vorne nochmal und dann können wir auch den Sitz schon umklappen. So, ja, da haben wir es eh schon ganz in der Hand. So. So, und jetzt können wir auch den Sitz umkloppen, dass wir jetzt drankommen, aber dann machen wir den Sitz noch nach vorne. So, und jetzt können wir hier arbeiten, ohne dass wir hier die ganze Verbindung wegstecken müssen, weil hier ist dann auch noch die Verbindung drin zur Sitzheizung und Co. Können wir alles stecken lassen. Wir brauchen jetzt noch einen 20er Torx. Machen wir mal das Gitter weg von unseren Tieftöner. So, und da kommt unser Woofer von BMW raus. Wir können hier das alles ein bisschen auf die Seite tun, dann sieht man das auch gleich viel besser. Und dann verbergen sich darunter nochmal 2 Schrauben, die wir natürlich lösen. So, die sind auch recht easy zum Schrauben. So, Nummer 2. Und jetzt können wir den Lautsprecher hier rausnehmen. Der ist da noch dran gemacht. Hier mit dem Kabel können wir das so wegziehen. So, jawohl. Und auf der Seite auch nochmal.
Gut. Den Woofer abstecken. Und jetzt können wir hier aus der Box rausnehmen. Das ist der Subwoofer unterm Sitz. Und da sieht man auch, das ist die Übernahme für das Volumen hier in den Schweller mit rein. Also das geht durch den Schweller hier, bekommt der Volumen. Deswegen auch hier nochmal die Öffnung. So, die Sachen sind hier verklebt miteinander. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier rohe Gewalt anwenden, um das Chassis hier aus dem Gehäuse rauszunehmen. Und da fangen wir halt irgendwo an. Überall ein bisschen rein. So. Es klingt böse, ist auch glaub böse, weil der Lautsprecher ist danach mauskaputt, aber den braucht auch wirklich keiner mehr. So, und jetzt haben wir unseren Subwoofer von BMW Made in Belgium ausgebaut. Und jetzt müssen wir uns aber das hier noch anschauen, wo wir unseren neuen Lautsprecher einbauen, weil jetzt haben wir hier noch so Kunststoffreste, die müssen an der Stelle weggemacht werden, damit die nicht hier überstehen. Viel müssen wir hier nicht beachten, Hauptsache es ist gerade. So. Auch weg. So, dann bauen wir jetzt alles zusammen. Wir haben ja unseren Kabelkit, den wir im Lieferumfang mit dabei haben. Wie der genau funktioniert, sehen wir gleich in der Praxis. Wir machen jetzt auf jeden Fall gleich die Terminals auf. Minus. Und die zwei, die können wir auch gleich so nach oben biegen. So, da kommt ja jetzt unser Lautsprecher rein und dadurch, dass der in der Mulde drin liegt, haben wir es jetzt ein bisschen nach oben bogen, dann ist das Spiel frei, dann hat es Spiel. So, aber wir müssen jetzt noch unsere Schale vorbereiten. Dazu liegt auch im Lieferumfang auch dieses Schaumgummimaterial mit dabei zum Abdichten von dem Tieftöner auf dem Kunststoff. So, weil jetzt sehen wir, jetzt ist es ja relativ egal. Da ist noch mal ein kleiner Fetzen gewesen. So, jetzt können wir das hier drauflegen und uns diese Dichtkante schön heranarbeiten. Gut. Und jetzt können wir den Lautsprecher hier einsetzen. So. Und festschrauben. So, jetzt kommt das gute Stück ja hier wieder rein. Dazu müssen wir jetzt aber den alten Anschluss wieder nehmen, weil da docken wir uns ja jetzt an, um das Signal abzuzapfen. Das heißt, wir fahren jetzt einmal mit dem Signal, das gerade eben noch zum Woofer ging und vom Autoradio kommt werkseitig, nimmt dieser Stecker das ganze Signal erstmal und fährt es hinter mit unserem beiliegenden Verbindungskabel bis zur Endstufe. Und das Kabel hat auch gleich das Kabel wieder drin, um alles nach vorne zu bringen. Einmal zum Subwoofer unten drunter und auch wieder zurück zu den Hochtönern und Mitteltönern in der Türe. Und jetzt können wir das ganze gute Stück wieder hier einbauen. So, und da muss natürlich der Subwoofer genau in die Führung wieder hier rein, in den Schweller rein. Das Kabel nach oben tun. So. So, und jetzt sitzt er wieder richtig drin. Es geht sowieso nicht anders, weil sonst würden die Schrauben nicht passen. Insofern habe ich da keine Bedenken, dass das jemand nicht hinbekommt.
So. Und jetzt können wir natürlich das Kabel hier auch gleich nach hinten verlegen. Deswegen haben wir ja das hier alles aufgemacht. Dann können wir jetzt hier schön unterm Teppich das Kabel reinlegen. So. Und natürlich auch den Stecker verstauen. So, halt, andersrum gehört das. Das gehört jetzt so rum wieder zusammengebaut. Und auch das wieder so rum. Und jetzt haben wir unser Gitter wieder drauf. So. So, damit ist wieder alles hier beieinander und wir können jetzt den Sitz wieder nach vorne bringen und machen den hinten erstmal wieder fest. So, setzen wir mal an. Am besten hinten auch nicht gleich sofort ganz fest machen. Wenn die Führung vorne noch nicht ganz passt, dann müssen wir es vorne die Schrauben erst reinmachen und dann ganz festziehen. Sitz noch mal ganz nach hinten. Ja, und jetzt sieht man schon, wenn ich es jetzt hinten festgeschraubt hätte, so, dann wäre es halt echt schlecht. Und insofern können wir jetzt noch das Loch hier optimal nehmen. So, vorne können wir jetzt auch ganz fest machen und dann hinten noch mal nachziehen. Und gut. Jetzt haben wir die Lautsprecher in den vorderen Türen drin. Auch der Woofer unterm Sitz ist austauscht worden auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite jetzt genau das gleiche Spiel. Da braucht ihr mich dazu aber nicht, weil es ist echt identisch auf der anderen Seite. Wir machen jetzt hier weiter und legen unser Remote Control mit rein, das Kabel dazu. Was das genau ist, jetzt. Die Endstufe wird ja jetzt im Kofferraum installiert und bekommt das Signal von den unteren zwei Basslautsprechern. Da ist ein vollwertiges Signal drauf, das wir jetzt hier einschleifen. Damit wir später die Subwoofer unterm Sitz separat regeln können, falls wir das möchten, gibt es die Möglichkeit über ein RTC, so heißt es hier, das ist dieses POTI, das hier anzustecken und zum Beispiel bis nach vorne irgendwo in ein Fach rein zum Montieren, wo ich jetzt hier laut und leise machen kann für die Subwoofer. Wenn ich nicht Einfluss nehmen mag auf das Autoradio, also nicht am Autoradio irgendwelche Klangeinstellungen machen, sondern direkt an der Endstufe. Das gibt natürlich den Vorteil, dass ich, wenn ich Bass, Plus und Minus mache, nicht den Gesamtbass ergänze oder eben verändere, sondern nur den Pegel des Subwoofers und sonst gar nichts. Also keine Equalizer-Funktion, sondern nur die Level-Funktion, mehr Power auf die Subwoofer unterm Sitz, damit hier ergänzbar. Unser Kunde möchte noch mehr Einfluss nehmen als nur auf die Lautstärke vom Subwoofer. Wir haben nämlich noch das RC Mini, den bauen wir in dem Fall hier ein. Der kann auch die verschiedenen Presets abrufen, also bis zu 4 verschiedene Einstellvarianten, die wir für das Fahrzeug abspeichern können. Nicht müssen, ja, aber wir können bis zu 4 Stück hier abrufen. Und ich kann einmal die Gesamtlautstärke vom System damit regeln oder wenn ich ein bisschen länger drauf drücke, dann kann ich den Subwoofer laut und leise machen. Das ist dem Kunden lieber, der ist etwas teurer, aber wir bauen in dem Fall das RC Mini mit ein. Den RC Mini bauen wir in dem Fall hier mit in dieses Fach mit rein. Jetzt müssen wir auch erstmal das Kabel hier herlegen. Dazu müssen wir die Einheit hier mal rausbauen. Gibt es 2 Schrauben. Ja, mein Gott, hey. So, den Eiffelturm halten oder was? Brutal. So, mit dem Kreuzschlitz machen wir uns hier die Schraube auf. Dann müssten wir das hier wegnehmen können. Halt, da unten ist noch mal eine Schraube. Jetzt haben wir. Jetzt müssen wir den Deckel hier wegnehmen, um von hier oben eine Kunststoffplatte
zu entfernen. Die ist jetzt weggelöst und jetzt können wir das ganze Teil hier rausnehmen. Die liegt nämlich hier drauf und ist jetzt gerade eben verschraubt gewesen hier unten. Dann legen wir jetzt nochmal unser Kabel rein und das können wir jetzt easy da hinten rumlegen. So, lang genug. So, das lassen wir mal hier hängen. Und jetzt können wir das auch da unten durch unter den Teppich legen. So, jetzt ist alles hinten drin. So, jetzt können wir das bereits schon wieder nach hinten bringen. Da unten rein. So, so wäre das jetzt erstmal. Und jetzt müssen wir den hier da drin befestigen. Und ein Loch reinmachen, damit wir das auch hier durchziehen können. Ein Loch fürs Kabel. Schauen wir mal, der müsste dann passen. Genau, wunderbar. So, jetzt das Ding hier eingebaut und verkabelt. Jetzt können wir das Ganze wieder ins Auto zurückbauen. So, das Kabel jetzt natürlich rückwärts hier rein. So. Da lassen wir ein bisschen eine Schlaufe noch, dass man das später vielleicht auch mal bearbeiten kann. Und die Kabel jetzt schön unter den Teppich legen. So, dann mal rückwärts einsetzen. Das Kabel hier rein. Genau, den Deckel wieder von oben dran setzen. Der gehört so. So, fest. Können wir den Deckel wieder drauf machen. Gut. Jetzt. So, dann haben wir unsere B-Säulenverkleidung. So, die gehört da eingehängt. So, ganz hoch. Clips richtig einrasten lassen und auch die Gummis wieder schön drüber ziehen. Ihr kennt das ja. So. So, auf der Beifahrerseite sehen wir, dass hier dicke Stromkabel, das ist von der Lichtmaschine zur Batterie und so weiter, die sollte man natürlich nicht unbedingt hier megamäßig lang parallel legen, sondern ich probiere jetzt einfach einen ganz kurzen Weg drüber, weil wir müssen auf die andere Seite. Und dann können wir das Kabel einfach mal kreuzen, das macht störungstechnisch nichts aus. Und jetzt können wir das Beifahrerseitenkabel noch hier unterm Teppich bis rüberlegen und fahren mit dem anderen Fahrerseitenkabel gemeinsam nach hinten. So, und jetzt haben wir unsere ganzen Kabel, die noch in den Kofferraum gehören. So, unsere Endstufe, die das ganze Frontsystem jetzt neu befeuert, die wollen wir ja hier installieren. Die kommt hierher. Und dazu müssen wir jetzt aber auch eine Stromverlegung machen und auch das Kabel von vorne jetzt nach hinten ziehen. Und dazu machen wir jetzt erstmal die ganzen Verkleidungsteile hier im Kofferraum weg, dass wir die Kabel gut durchziehen können. Gut, dann können wir die Teile hier aushängen. Den Deckel können wir sowieso wegmachen. Und jetzt müssen wir hier ein paar Clips lösen. Okay, da haben wir noch unseren Kofferraumhelferling. Den machen wir auch gleich noch raus. So, Clips. So ziemlich alle, die wir sehen, machen wir jetzt mal raus. Auf der Seite gibt es hier mal 3 Stück. Da hinten drin ist nämlich auch noch einer. Die machen wir weg. So, dann können wir den hier noch
raushebeln. Und jetzt können wir das Ganze hier drüber lupfen. Genau. Jetzt haben wir schon das nächste Teil in der Hand. Und dann geht es weiter. Machen wir unsere ganzen Verkleidungsteile auf die Seite. Dann machen wir das gleiche auf der Seite mal. Einmal. Zweimal. Oh Mann. So. Lassen wir es mal so. Machen wir noch nicht weiter weg. Und jetzt haben wir da noch einen. Ja. Und jetzt müssten wir das Ding rausbekommen. Das machen wir weg. Dann können wir nämlich da hinten noch das auch wegmachen. Da ist ja unser Sicherungskasten drin. So, und jetzt können wir von hier aus, das können wir auch ein bisschen zur Spannung wegnehmen. Aushebeln. Hier aushebeln. Und jetzt das gute Stück raus. So. Und jetzt haben wir noch unseren Batterieverkleidungskasten. Den müssen wir auch noch wegmachen. Einmal, zweimal. Und da hinten sind noch 2 10er Schrauben. So. Das hier. Und da ist noch einer drunter. Und jetzt können wir das hier auch wegnehmen. Das ist der Notentriegler, den können wir wegtun. Notentriegler für den Tankstutzen. Gut. Dann das auch hier durch. Na. Okay. Gut, auch da rein. Dann machen wir noch die ganzen Kabel hier schön zusammen. So, dann liegen die hier sauber mit drin und laufen jetzt hier unten durch. Klasse. Die hier noch öffnen, die Kunststoffmutter. So, hier rein, hier machen wir sie auch gleich noch auf. Dann kann das ganze Kunststoffteil sich besser bewegen. So, jetzt schauen wir, dass wir das ein bisschen hochlupfen. So, genau. Damit wir unsere Kabel besser durchziehen können, machen wir das hier alles auf und machen die Kunststoffschrauben auch auf. So, jetzt schauen wir mal, da drunter ist noch was. Ja, genau, dann müssen wir den schnell wegmachen. So, und da oben haben wir auch noch eine. Jetzt könnten wir eigentlich den hier entfernen. Und jetzt können wir die Kunststoffschraube auch noch wegmachen. So, und damit haben wir ein nächstes Teil in der Hand. Das lassen wir mal hier so liegen. Mehr brauchen wir gar nicht lösen, weil jetzt kommen wir mit dem Kabel so unten durch. So, wenn wir das alles gelöst haben, dann können wir das Kabel ganz easy hier unten durchlegen. Da ist ein Hohlraum genug und so kommen wir cool dran. Und jetzt können wir das hier hoch kippen und unser Kabel direkt darunter verlegen. Und wieder alles drauf machen. So, und jetzt haben wir unsere ganzen Kabel hier drüben, wo wir sie brauchen.
So, dann haben wir 10 Quadrat Stromkabel, das wir jetzt hier hinten rumlegen. Ich lege es jetzt mal provisorisch rein, damit wir es mal entsprechend ablängen können. So, das gehört da rum und läuft dann hier noch an die Endstufe ran. Dann können wir das mal hier abschneiden. Das war jetzt so ein 5 Meter Stromkabel aus unserem V10 Vollkupfer. Damit unser Verlegen der Kabel auch ordentlich gemacht ist, haben wir auch unser unseren Gewebeschlauch, den wir hier drüber ziehen. Und damit das ganze Kabel noch geschützt ist, so, den können wir da schön drüber ziehen. So. So, da haben wir den Masseabzweiger drin. Das sehen wir gleich in der Praxis, dass der woanders hin muss. Und jetzt können wir noch da kommt jetzt unser Sicherungshalter noch rein. Den können wir auch gleich montieren. So. Voilà, unser Kabelbaum, den wir jetzt ins Auto legen. So, dann rein damit. Das Kabel können wir hier hinten durchziehen. Der Sicherungshalter, der kommt da hinten rein. Mit dem Anschluss nachher auf den Terminal drauf. Und jetzt können wir hier weitergehen und das Kabel bis zur Endstufe verlegen. So, das ist unser Massekabel. Das kommt jetzt woanders hin. Unser Masseanschluss für die Endstufe befindet sich hier drunter. So, dann können wir den nämlich aufmachen. So. Und unsere Masse hier mit drauflegen. So, gut. Alle Kabel sind jetzt da, wo wir sie brauchen für die Endstufe. Und naja, so schaut es doch schon recht übersichtlich aus. Dann setzen wir das ganze gute Stück hier wieder rein. Ja, dann können wir ja eigentlich den Kofferraum schon wieder zusammenbauen soweit. Großer Verlegeaufwand kommt nichts mehr. Grundsätzlich sollte man vielleicht auch erwähnen, dass man auch die Endstufe hätte hier reinbauen können und das Kabel natürlich auch durch den Teppich hier schneiden könnte und dann wäre das genauso hier zu montieren. Vielleicht sogar vom Aufwand her nicht ganz so heftig, aber wir haben uns entschieden, die Endstufe hier rein zu bauen. Deswegen habe ich hier so eine kleine Montageplatte gebaut, die aus Holz ist und mit Filz bezogen und die können wir jetzt in dem unteren Bereich am Kunststoff festschrauben und haben dann die Montagefläche für die Endstufe. So, dann schließen wir unsere Mosconi 130.4 DSP mal an. Hier haben wir unseren Stromanschluss. Die klemmen mal alle auf. Und unsere ganzen Lautsprecherausgänge. So, damit können wir jetzt mal unsere Kabelenden abisolieren. Alle Endhülsen. So, und dann haben wir Ground ist hier. So, und Plus entsprechend natürlich hier. So, gut.
Und jetzt kommen unsere Lautsprecherkabel. Hier ist Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4. Das heißt, die ersten 2 Kanäle sind Frontsystem Mittelhochton und die 2 sind Frontsystem sozusagen, Subwoofer rechts und links. So, dann schließen wir unsere Lautsprecher an der Endstufe und dazu müssen wir jetzt beachten, dass Kanal 1 und 2 Frontsystem ist, wobei auch Kanal 1 ist die linke Seite, Kanal 2 ist die rechte Seite. Genauso ist es beim Woofer, dass der Woofer auf Kanal 3 und Kanal 4 ist, wobei linker Woofer der Kanal 3 ist. Und Kanal 4 ist rechter Woofer. So, also jetzt schließen wir mal den linken Woofer an. Die unteren zuerst, sonst kommt man an die oberen nicht mehr richtig dran. Oder umgekehrt, wenn die oberen mal dran sind, kommen wir an die unteren nicht mehr richtig dran. Front Left und Front Right. So. So viel zum Thema Front Left. Jetzt haben wir den Woofer, das ist wieder auf der Seite unten. So. So, bleibt noch Front rechts übrig. Plus und Minus. So, damit haben wir jetzt Strom und Lautsprecher angeschlossen und können die Endstufe entsprechend montieren. So, wir können oben auch unsere Kanäle eingangsseitig gleich einstecken. Einmal für links und einmal für rechts Kanal 2. Kanal 3 und 4 bleibt frei. Und das ist unser Remote-Regler vorne unten links vom Lenkrad. So, und jetzt können wir das Ganze hier festmachen. So, und oben festmachen. Und nochmal einen. Gut. Dann gibt es noch den letzten Punkt, die Stromversorgung an der Batterie anschließen. Dann. Okay. So, dann können wir unsere ganzen restlichen Kunststoffteile wieder zusammenbauen. Hier haben wir unseren Entriegler, einen Notentriegler. So, schön rein damit. Noch einmal hier rein, jetzt kommt das Seitenteil, oben rum zuerst, so, können wir den auch wieder drauf machen. Das brauchen wir nicht. Gut, und dann haben wir noch den hier. Der gehört noch da hinten rein. So, alles raus hier. Dieses Teil hier. So. Voilà. So, sehen Sie, Sie sehen nichts. So, die letzte Verkleidung noch hier mit drauf. Hier schön anfühlen, dass alle Clips in der Mulde drin sind. Und einmal noch ein Clip hier rein, das passt wie angegossen. Eine Rücksitzbank noch rein und das war's.
So Leute, jetzt habe ich den Soundcheck mal hinter mir. Ich habe jetzt gerade eben auch noch ganz viele andere Lieder gehört, wo viel Stimme, Frauenstimmen und Herrenstimmen drauf sind. Auch mal ein Kickbass und Gitarre und all diese Sachen. Und ja, das Fazit ist natürlich geil. Ein Riesenunterschied zu gerade vorhin, wo wir ja festgestellt haben, dass der Bass ganz schnell an der Grenze ist, dass die Gesamtlautstärke sowieso schon gar nicht wirklich toll ist. Dann, dass der Ton alles so aus der Türe irgendwie rauskommt, nicht richtig definierbar ist, das ist alles weg. Wir haben jetzt Pegel, wir können richtig aufdrehen, das heißt, ich kann mich auch nicht mehr unterhalten, wie vorher noch. Da haben wir beim Maximalpegel haben wir uns unterhalten können. Und jetzt geht garantiert eine Unterhaltung nicht mehr und trotzdem klingt sauber, fein, konturiert. Ich habe meine ganze Musik spielt auf dem Armaturenbrett oben drauf und zwar definiert durch den Soundprozessor. Der ist ja jetzt vorab eingestellt für den BMW. Das Setting hat also auch Gladen Mosconi schon gemacht für uns. Wir haben jetzt die neue Software nur aufgespielt, weil Gladen in so einem Auto schon mal ein Setup für uns gemacht hat mit gleicher Lautsprecherauswahl und damit auch die Laufzeitkorrektur, alles, wo man vielleicht am Anfang so ein bisschen, oh, kann ich das und so weiter. Es ist alles schon passiert. Man braucht nur dieses Setup aufspielen und habe eigentlich, ich sage jetzt mal 90% schon mal rausgeholt. Ich kann natürlich selber auch noch mal justieren. Ich habe die Möglichkeit, ein eigenes Setup noch oder an meinem jetzigen Setup noch rumzufeilen. Ich kann bis zu 4 verschiedene Presets damit belegen. Das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Fahrzeug auf Preset 1 von der Endstufe unser Gladen vorgefertigtes Setup aufgespielt. Nichts mehr verändert. Lediglich die Pegel an der Endstufe, die Gains entsprechend angepasst ans Autoradio. So dass ich das Gefühl habe, jetzt haben wir eigentlich, wenn ich jetzt hier aufdrehe und zwar auf Vollanschlag, dass wir vielleicht sogar einen Ticken drüber sind über das, was die Lautsprecher vertragen. Aber ich habe zumindest jetzt die Möglichkeit, auch immer so laut aufzudrehen, wie es mir eigentlich gefällt. Und wenn ich merke, oh, an der Stelle bei dem Song ist es vielleicht doch zu viel, dann kann ich wieder ein bisschen zurückdrehen und nicht wie vorher immer voll Rechtsanschlag und es ist immer noch viel zu leise. Also ich finde vom Soundfazit jeder Cent wert, wo hier drin ist. Und durch das, dass es so unsichtbar eingebaut ist, also man sieht wirklich gar nichts, alles Originalteile, selbst die A-Säule haben wir ja Originalteile dazu gebaut. Es ist doch wirklich fantastisch, was danach kommt. Und jetzt können wir immer noch davon reden, wollen wir später mal eine Audio-Streaming-Ergänzung haben oder wollen wir noch einen Subwoofer zusätzlich integrieren mit einer weiteren Endstufe. Aber ich finde, so dieses Setup muss man sich erstmal anhören und mal sagen, will ich da überhaupt noch mehr haben? Es ist echt geil. Jetzt ist es ja jedem selber überlassen, ob er jetzt wie bei uns hier dieses Set so einbaut, wie wir es exakt hier eingebaut haben mit Soundprozessor Endstufe oder sagt, nee, ich spare mir lieber 200 € und lasse den Soundprozessor weg, ansonsten habe ich den gleichen Arbeitsaufwand, nur eben mit einer normalen Endstufe, mit der gleichen Leistung, nur eben ohne Soundprozessor. Oder wenn jemand sagt, ich möchte sogar noch einen oben drauf setzen zu dieser Anlage, wie wir sie hier eingebaut haben. Die Endstufe bleibt die gleiche, aber wir machen noch bessere Under-Seat-Woofer unten rein, die dann auf 2 Ohm aus der Endstufe nochmal mehr Leistung rausholen. Und bei dem Set ist dann auch noch mehr Dämmung mit dabei, damit mir die ganzen Schweller und die Bassbox, wo der Under-Seat-Woofer installiert ist, noch mehr dämmt. Das Set kostet dann halt nochmal 200 € mehr als diese Version. Aber das ist ja jetzt jedem von euch selber überlassen. Wir haben euch mal ein nettes System vorgestellt, welches ich an der Stelle, glaube ich, einfach so mal empfehlen kann, wie es ist. Wir haben für euch zusammengefasst im Videobeschreibungstext und natürlich auch bei den Boxmoor Lautsprechersystemen, was wir hier eingebaut haben bei uns im Webshop, gibt es immer unten und an der Seite die weiterführenden Artikel, wo wir sagen, naja, die könnten sehr sinnvoll für euch sein. Wir haben das mal zusammengefasst. Es wäre natürlich die RTC Mini, also RC Mini oder RTC, das ist der Fernbedienungsbutton, den man vielleicht braucht, wer es mag. Oder zum Beispiel das Entriegelungsset, damit man die Türverkleidung wegmachen kann, wer sowas noch nicht dabei hat. Wir werden euch noch einen Link dazu machen zu den STP iSilver Platten. Das ist das Dämmmaterial, wo ihr vielleicht zusätzlich die Subwoofer unterm Sitz mit zusätzlich dämmen könnt, ohne dass ihr das Extreme Set habt. Da ist ja das Dämmmaterial mit drin.
Der 50er Torx, den werden wir bei uns im Shop anlegen, so dass ihr den auch mit dazu bestellen könnt, dass er nicht irgendwo zu einem Baumarkt springen braucht oder sonst was, wo er wahrscheinlich auch nicht viel weniger oder mehr kostet. Dann gibt es natürlich das Kabelkit, den V10 Kupfer, den wir hier installiert haben. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber diese Montageplatte hier für die Endstufe oder ich habe Schrauben, wir machen euch ein komplettes Set. Das nennt sich dann BMW Boxmoor Standard Set für unsere Standard HiFi-Anlage für den F30. Also wir werden es so machen, dass es auf jeden Fall erkennbar ist, welches Set ihr genau braucht. Da hauen wir dann alles rein. Wir machen für euch so eine Montageplatte fertig bezogen, so dass ihr die bloß noch reinmachen müsst. Da sind Schrauben drin, da ist der Gewebeschlauch mit drauf, wo wir über das Powerkabel mit drüber gezogen haben. Da ist dann mit drin noch ein bisschen Bitumenband und Sicherungshalter, Aderendhülsen, alles, was jetzt in dem Boxmoor-Set so nicht drin ist, könnt ihr als Optionspaket einfach noch mit dazu bestellen. Preis weiß ich noch nicht, keine Ahnung, seht ihr ja dann, werden wir auf jeden Fall recht überschaubar vom Preis her mit dazu anbieten. Auf jeden Fall sollt ihr einen Haufen Spaß haben beim Einbauen und da sollte ja nichts fehlen. Was die Programmierung für das BMW Sound Setup für den DSP betrifft, würden wir euch bitten, bei der Bestellung von so einem Lautsprecher-Set, von dem Boxmoor-Set, bitte dazu zu schreiben, dass ihr das eventuell direkt bitte gern auf die Endstufe aufgespielt haben möchtet. Das machen dann wir für euch. Es kann ja auch sein, nee, wollt ihr nicht, weil ihr selber einen Laptop und alles selber ein bisschen probieren wollt und euch selber damit befassen wollt. Wir wollen euch auf jeden Fall das Setup dann per E-Mail zukommen lassen oder wie auch immer. Also wir stellen auf jeden Fall natürlich dieses Setup zur Verfügung. Es gehört ja schließlich auch zu der Endstufe dazu, zu diesem Set. Sagt uns bloß Bescheid, wie ihr das haben möchtet.